Bei der Fawn Reaction ist das Grundmuster, Co-Abhängigkeit zu schaffen. Also mich in eine Nähe zum anderen zu bringen, indem ich schmeichelnd, unterwürfig, nicht nein-sagend, übermäßig hilfsbereit, ständig die Illusion für mich versuche, ich bin pflegeleicht. Ja? Ich sorge für den Kuchen, für die Pausen, für die Späße. Also in Familien vielleicht der Clown in der Familie, der immer Witzchen macht. Also ich bin immer für die gute Stimmung und für das gute Wetter zuständig. Ja? Ja. Und das ist halt eine Form, wie ich mir die Illusion erhalten kann, es ist alles okay. Was hat dieser Charme jetzt nochmal genau mit den verschiedenen Mustern zu tun, wie Flucht, Kampf, Einfrieren und Bambi-Reflex? Also wenn ich einen Fluchtreaktionsmechanismus überwiegend habe, dann bewege ich mich von dem, was mich bedroht, weg. Mhm. Und dann minimiere ich natürlich meine Scham, indem ich mich mit dem nicht mehr konfrontieren muss. Aha. Also ich ertränke mich zum Beispiel in Aktionismus. Ja? Oder ich versuche alles ganz perfekt zu machen. Wenn ich einen inneren Kritiker habe, der Perfektionist ist, der sagt mir ja, wenn du 150%ig bist, dann bist du richtig. Ja? Und wenn ich sage, okay, was ja schon absurd ist, weil es gibt ja nur 100%, 150 kann ja gar nicht sein, also wie übertrieben die ganze Sache ist. Aber die Idee ist, ich bin aus dem Schneider, wenn ich 150%ig bin, wenn ich alles richtig mache, dann kann keiner mir irgendetwas sagen, dann muss ich mich auch nicht schämen. Das heißt, ich flüchte mich in die Illusion des Perfektionismus und in das ewige Aktivismus, also wenn ich alles mitnehme, wenn ich überall bin, auch noch so neben dem Perfektionisten so einen inneren Antreiber habe, der mir sagt, du bist immer noch nicht genug, du musst immer noch dahin und dahin und dahin. Also irgendwie habe ich dann den Eindruck, wenn ich nur das alles tue und mich auf Nähe und auf Beziehungen gar nicht so einlasse, wenn ich flüchte, bin ich immer unterwegs und mir kann nichts passieren. Ja? Da gibt es bei Bertolt Brecht, bei Herrn K. so einen schönen Spruch, der heißt, ich mag nicht, wo ich hinfahre, ich mag nicht, wo ich herkomme, aber ich sehe dem Reifenwechsel mit großer Ungeduld zu. Mhm. Also so nach dem Motto, man steigt in Taxi und sagt, fahren Sie, aber ganz schnell, ohne Ziel. Weg, 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 weg. Und da laufe ich dann davon, dass ich mich beschämt fühlen könnte. Ja. Gehen wir mal zum nächsten. Mhm. Ja, in einem Kampftyp, also im Kampftyp geht es vor allem darum, diese Energie, die ich habe, nach außen zu bringen, indem ich mich wehre. Und wenn ich das extrem mache, komme ich natürlich in sehr viel Dominanz. Ja? Also man könnte sagen, man könnte hier das verbinden mit dem Narzissmus-Thema. Also gerade männlich grandiose Selbstdarstellung und Dominanz und Vorwärtsverteidigung schon mit dem Kämpfen. Das sind Möglichkeiten, bestimmend zu sein. Und mich natürlich auch nicht darum zu kümmern, weil das Schamthema haben wir ja im Hintergrund, mich überhaupt damit auseinanderzusetzen, kann ich die Regeln befolgen, bin ich gemocht und akzeptiert. Ich mache sozusagen meine eigene Welt, mein eigenes Maß der Dinge Vorwärtsverteidigung ist vielleicht die beste Ausdruck. Damit muss ich mich gar nicht beschäftigen mit meinen Kleinheiten und Beschämungen und Dingen, die bei mir nicht so funktionieren. Also Kampf ist eine Vorwärtsverteidigung in Richtung, ich mache alles richtig und ich bin hier der Chef. Mhm. Ja? Ja. Das dritte war ja dieses Freeze, dieses Einführen, mehr, dass wir so dissoziative Abwehr nennen, also in einen Zustand des Zurückgenommenseins zu gehen.
Und da können wir uns ja Menschen vorstellen, die sehr zurückgezogen leben, die vielleicht viel Zeit auch mit Videospielen verbringen, ja, wo sie nicht im persönlichen Kontakt sind. Und in Japan gibt es halt ganz so junge Leute, die gar nicht mehr aus dem Haus gehen, die nur noch in so einer virtuellen Welt leben. Ich weiß den Begriff gerade nicht, da gibt es so Namen für, von jungen Leuten, die sich absolut zurückgezogen haben und keine persönlichen, gar nicht mal sexuelle Kontakte mehr eingehen. Ja? Und das ist eine Form, wie ich in eine Fantasiewelt beginne einzutauchen, in der ich mir alle Möglichkeiten schaffe, Prinzessin und Prinz zu sein und mit vielleicht Raumschiff Enterprise große Erlebnisse im Weltraum zu erleben. Aber mich gibt es so als soziales Wesen dann nicht mehr. Und dann kann ich meine Scham ja auch begrenzen, weil in den Fantasien kann ich es mir immer vorstellen, ich bin der Größte und die große Liebe erwartet mich auf dem nächsten Planeten und so weiter. Ja. Und bei der Phone Reaction, das war das letzte, da ist es so, dass das Grundmuster ist, wir sagen, Co-Abhängigkeit zu schaffen. Also mich in eine Nähe zum anderen zu bringen, indem ich schmeichelnd, unterwürfig, nicht Nein sagend, übermäßig hilfsbereit, ständig die Illusion für mich versuche, ich mache alles richtig, ich werde vom anderen anerkannt in meiner Bescheidenheit, in meiner Hilfsbereitschaft, in meiner Freundlichkeit. Ich bin pflegeleicht. Ja? Ich bin in Teams, bin ich das pflegeleichte Mitglied des Teams, männlich, weiblich. Ich sorge für den Kuchen, für die Pausen, für die Späße. Also in Familien vielleicht der Clown in der Familie, der immer Witzchen macht und so weiter und so fort. Also ich bin immer für die gute Stimmung und für das gute Wetter zuständig. Ja? Und das ist halt eine Form, wie ich mir die Illusion erhalten kann, es ist alles okay. Also das heißt, um das mal zusammenzufassen, das sind eigentlich alles Reaktionen, um die Scham zu begrenzen. Ne? Da sehen wir jetzt nochmal die Verbindung so zwischen Scham und den verschiedenen Mustern. Und ich habe mich gerade gefragt, wenn man dann so eine starke Ausprägung hat, also wie du schon gesagt hast, das sind ja irgendwo gesunde Lösungsversuche eigentlich, aber ich glaube, das Problem entsteht dann ja eher, wenn man da so verhärtet und dann auch in diesen Kampfreaktionen oder was auch immer ist, wenn man das eigentlich gar nicht gerade braucht. Wenn man unflexibel ist. Genau, wenn man unflexibel ist, richtig. Und gibt es da eigentlich so Muster, was für Leute man dann auch anzieht? Also wenn man zum Beispiel jetzt ein sehr pflegeleichter Mensch ist und sich immer anpasst und so weiter, wird man ja irgendwo andere Menschen anziehen, als wenn man jetzt die ganze Zeit in so einem Kampfmodus ist zum Beispiel. Ne? Was gibt es da für Dynamiken? Also eine Kollegin von mir aus München, die Bärbel Wadetzky, hat ein sehr schönes Buch geschrieben oder mehrere sehr schöne Bücher. Eins davon ist über den weiblichen Narzissmus. Und sie hat das als Narzisst und Komplementär-Narzisst bezeichnet. Also in dem Fall hat sie das ganz stark so auf männlich-weiblich gepolt. Also männliche, grandiose Narzissten, die auf einem Sockel stehen, gestellt werden oder sich selber draufstehen und nach außen eine wahnsinnige Stärke und Grandiosität verkörpern, die genial sind, charmant sind, ganz toll sind. Diese Menschen brauchen ja Klaköre, die applaudieren. Ja? Das heißt, sie werden sich mit Menschen zusammentun, die nicht genauso groß sind wie sie, weil sie in ständige Konkurrenz kommen, sondern die brauchen Pendants, ein Gegenüber, welches ihre Rolle anerkennt. Und da neigen halt auch viele Frauen dazu, deshalb die Komplementär-Narzisstin dazu, schreibt Bärbel Wadetzky, die sich in dem Sonnenschein, in dem Ruhm dieser Männer sonnen können, ja, auf die sozusagen
die im Schatten stehen und gleichzeitig dem anderen auf dem Podest. Und die ziehen sich natürlich an, ne, gewissermaßen. Das heißt, so wie sie das beschrieben hat, ist es eine Mischung zwischen Grandiosität und eigenem beschämten Kleinheitsgefühl. Also Größenselbst und Kleinheit selbst. Ja? Und ist es dann, würdest du das dann als toxisch bezeichnen oder ist es irgendwo auch komplementär gesund? Weil wenn es komplementär ist, ich verstehe komplementär immer als, es ist dann erfüllender, als allein zu sein. Du, wenn das wechseln kann, also wenn ich als Mann bei meiner Frau auch einfach tolle Seiten sehen kann und sie einfach faszinierend finde in dem, was sie macht. Das kann ja alles sein, vom Beruf bis wie sie die Familie, Kinder erzieht oder wie sie umgeht mit anderen Menschen oder wie sie Hobbys hat oder irgendwas. Wenn ich ihr das auch zeigen kann, wie toll ich sie anders finde und sie bewundere dafür und sie auch bei mir andere Seiten sehen kann, die sie jetzt nicht hat, dann kann das eine wunderbare Mischung sein. Also wenn man das nicht beneidet beim anderen, sondern wenn man das als eine Stärke sieht und als einen wichtigen Bestandteil der Liebesbindung sieht. Wenn es aber ganz einseitig ist, also wenn diese Frau zum Beispiel nicht das Gefühl hat, ich habe auch sehr tolle Seiten und bin auch eine tolle Frau im Gegenüber zu diesem Mann, dann werde ich immer in der Mangelposition sein. Ja? Und dann, denke ich, werden solche Beziehungen auf die Dauer nicht gut funktionieren.